Der Microsoft Flight Simulator 2024 in VR auf PlayStation 5, das klingt nach dem ultimativen Pilotenerlebnis. Aber die entscheidende Frage ist, hält das Ganze am Ende auch, was es verspricht? Welche Technik steckt dahinter? Was benötigen wir alles dafür? In diesem Video werfen wir einen ausführlichen Blick darauf und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Vorab zur Information, dieses Video enthält Kapitel, du kannst also ganz bequem zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Es ist soweit, ja richtig, mit dem kostenlosen Sim-Update Nummer 5 bekommt der Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 nun volle Unterstützung für PSVR 2. Und das Ganze ist nicht einfach nur ein nettes Extra, sondern ein komplett neues Erlebnis. Denn, und das ist hier ganz entscheidend, wir sprechen nicht über einen kleinen VR-Modus. Wir sprechen einfach einmal darüber, dass der komplette Simulator in VR erlebbar wird. Und genau deshalb schauen wir uns einmal ganz grundlegend an. Was steckt dahinter? Was brauchst du letztlich wirklich dazu? Und wo liegen die Grenzen? Wenn man sich die aktuellen Infos aus dem PlayStation-Blog anschaut, wird schnell klar, der Fokus liegt auf Immersion. Und das bedeutet ganz konkret, du sitzt nicht mehr vor einem Cockpit, sondern darin. Die Entwickler haben sämtliche Cockpit-Interaktionen komplett neu gedacht und speziell für die PSVR 2 Sense Controller angepasst. Schalter, Regler, Instrumente, alles wurde so überarbeitet, dass du es direkt im Raum bedienen kannst. Und das ist ein entscheidender Punkt, denn der Flight Simulator gehört zu den komplexesten Simulationen überhaupt. Und genau diese Komplexität musste für VR komplett neu übersetzt werden. Gleichzeitig sprechen die Entwickler davon, dass VR vor allem eines massiv verändert. Das Gefühl für Größe, Höhen, Entfernungen, Wetter, all das wirkt plötzlich nicht mehr wie ein Bild, sondern wie ein Erlebnis. Und genau hier soll die Stärke dieses Updates liegen. Nehmen wir uns die Zeit für einen ausführlichen Blick auf die Technik dahinter. Wenn man sich anschaut, was hier eigentlich passiert, dann wird schnell klar, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 überhaupt in VR auf einer PlayStation 5 läuft, ist alles andere als selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, das Ganze funktioniert nur, weil an mehreren Stellen ziemlich clever getrickst wird. Und genau auf diese Tricks möchte ich ganz kurz eingehen. Fangen wir mit einem der wichtigsten Punkte an, der im Hintergrund läuft, ohne dass man ihn bewusst wahrnimmt. Dem sogenannten Foveated Rendering. Die Grundidee dahinter ist ziemlich simpel, aber extrem effektiv. Dein Auge sieht nur in einem sehr kleinen Bereich wirklich scharf. Nämlich genau dort, wo du gerade hinschaust. Und genau das nutzt dieses System aus. Der Bereich, auf den du deinen Blick richtest, wird in voller Qualität gerendert, während alles außerhalb dieses Bereichs bewusst in geringerer Auflösung berechnet wird. Und der entscheidende Punkt dabei ist, du sollst das eigentlich nicht weiter bemerken. Dein Gehirn ergänzt das Bild automatisch. Für die PlayStation 5 ist das ein riesiger Vorteil, denn dadurch wird massiv Rechenleistung eingespart. Und gerade in einer Simulation wie dem Flight Simulator, der ohnehin extrem hardwarehungrig ist, soll genau das der Schlüssel dafür sein, dass VR überhaupt möglich wird. Noch spannender wird das Ganze durch das Eye-Tracking der PSVR 2, denn dadurch kann dieser Fokusbereich dynamisch mit deinem Blick mitwandern. Du schaust nach links, die volle Auflösung wandert mit. Du schaust ins Cockpit, genau dort wird die höchste Detailstufe berechnet. Das ist im Grunde der Moment, in dem Technik und Wahrnehmung perfekt zusammenarbeiten sollen. Aber das allein reicht noch nicht. Ein weiterer sehr entscheidender Baustein ist das sogenannte Flexible Scaled Rasterization. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Aber vereinfacht gesagt bedeutet das, das Bild wird nicht mehr als einheitliches Ganzes berechnet, sondern in mehrere Bereiche aufgeteilt, die unterschiedlich verarbeitet werden. Man kann sich das ein bisschen wie ein Puzzle vorstellen, bei dem jedes Teil individuell berechnet wird, je nachdem, wie wichtig es gerade ist. Das sorgt dafür, dass die verfügbare Leistung genau dort eingesetzt wird, wo sie gebraucht wird. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Trick im gesamten System, der Frame Duplication. Denn die größte Herausforderung bei VR ist nicht die Grafik an sich, sondern die Bildrate. VR braucht eine extrem stabile Darstellung, weil jede kleine Unregelmäßigkeit sofort auffällt und im schlimmsten Fall sogar zu Unwohlsein der sogenannten Motion Sickness führen kann.
Die PlayStation 5 kann aber in einem Programm wie dem Flight Simulator nicht einfach konstant 90 Bilder pro Sekunde liefern. Also geht man einen anderen Weg. Statt jedes Bild komplett neu zu berechnen, wird ein vorhandenes Bild einfach wiederverwendet und nur die Kopfbewegung wird angepasst. Das bedeutet, die Szene bleibt im Kern gleich, aber deine Perspektive wird aktualisiert. Und genau dadurch soll der Eindruck einer flüssigen Bewegung entstehen, obwohl im Hintergrund gar nicht jedes Bild komplett neu gerendert wird. Das Ganze läuft typischerweise dann darauf hinaus, dass der Simulator intern mit etwa 30 bis 40 Bildern pro Sekunde arbeitet, während das Headset versucht, daraus eine Darstellung mit 90 Bildern zu erzeugen. Das nennt man Reprojection und ist im Grunde ein klassischer VR-Trick, der entscheidend sein kann. Bei der Entwicklung der VR-Version hat man sich ganz bewusst an einem anderen Titel orientiert, nämlich an Gran Turismo 7. Warum? Weil Gran Turismo 7 bereits gezeigt hat, wie man eine komplexe Simulation erfolgreich in VR auf PlayStation umsetzen kann. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem Cockpit. Nicht auf der maximalen Detailfülle in der Ferne, sondern auf dem Bereich, in dem du dich tatsächlich befindest. Also genau dort, wo deine Augen sind, wo du hinschaust, wo du interagierst. Und genau dieses Prinzip wird auch im Flight Simulator angewendet. Das Cockpit ist der Mittelpunkt. Hier muss alles gestochen scharf, stabil und glaubwürdig wirken. Die Außenwelt ist wichtig, aber sie ist technisch gesehen zweitrangig. Und genau hier entsteht auch der größte Unterschied zu einem klassischen Bildschirm. Das Gefühl für Größe und Präsenz. In VR sitzt du nicht mehr vor einem Cockpit, sondern darin. Entfernungen wirken anders, Instrumente haben plötzlich echte Tiefe und Bewegungen fühlen sich deutlich natürlicher an. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, all diese Techniken sind notwendig, damit das überhaupt funktioniert. Nun ist Gran Turismo 7 inhaltlich, also vom Umfang her und dessen, was dargestellt werden möchte, bitte nicht falsch verstehen, aber gegenüber dem Microsoft Flight Simulator 2024 quasi ein Minigame. Ohne den technischen Tricks würde der Flight Simulator auf PlayStation 5 in VR schlicht nicht laufen. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus diesem Kapitel. Was hier entsteht, ist kein roher Grafikoutput, sondern ein sehr clever konstruiertes System aus Illusion, Wahrnehmung und Technik. Und genau das soll das VR-Erlebnis am Ende realisierbar machen. Wie gut das für mich persönlich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos funktioniert, dazu kommen wir gleich. Werfen wir vorher noch einen Blick darauf, womit man das Ganze überhaupt erlebt, nämlich auf die PSVR 2 selbst. Und die ist technisch tatsächlich deutlich moderner, als viele vielleicht denken. In der PSVR 2 stecken zwei OLED-Panels, eines pro Auge mit einer Auflösung von jeweils 2000 x 2040 Pixeln. Das Ganze läuft mit bis zu 120 Hertz und bietet ein Sichtfeld von etwa 110 Grad. OLED bedeutet in diesem Fall sehr starke Kontraste, echtes Schwarz und eine insgesamt sehr lebendige Darstellung. Gerade im Flight Simulator, wo du oft zwischen hellem Himmel und dunklem Cockpit wechselst, ist das von Vorteil. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, OLED bringt auch typische VR-Effekte mit sich. Stichwort Mura oder leichtes Bildrauschen in dunklen Bereichen kann vorkommen. Das ist kein Fehler, sondern eine Eigenheit der Technologie. Dazu kommen Fresnel-Linsen, flache, leichte Kunststofflinsen mit konzentrischen Ringstrukturen, die dafür sorgen, dass das Bild hell bleibt und möglichst wenig Verzerrungen entstehen. Gleichzeitig kann man den Abstand der Linsen individuell einstellen, sodass das Headset auf unterschiedliche Augenabstände angepasst werden kann. Und genau hier kommen wir zum nächsten Punkt, dem Tragekomfort. Die PSVR 2 setzt auf ein Halo-Design, das Gewicht wird also nicht komplett auf das Gesicht gelegt, sondern über den Kopf verteilt. Dadurch sitzt die Brille vergleichsweise angenehm, auch über längere Zeit. Zusätzlich gibt es verstellbare Elemente, sodass man das Setup individuell anpassen kann. Das ist gerade im Flight Simulator extrem wichtig, denn hier sitzt du nicht 5 Minuten drin, sondern meist deutlich länger. Zum Anschluss ist zu sagen, die PSVR 2 wird über ein einziges USB-C-Kabel direkt mit der PlayStation 5 verbunden. Kein externes Tracking-System, keine zusätzlichen Kameras, kein Kabelsalat. Das nennt man Inside-Out-Tracking und bedeutet, 4 Kameras im Headset selbst erfassen deine Umgebung, deine Bewegung und auch die Controller. Der Vorteil ist klar, einfaches Setup. Der Nachteil? Tracking hängt von der Umgebung ab.
Dunkle Räume oder wenig Kontrast können hier Einfluss haben. Bei Bedarf kann man am VR-Headset selbst dann auch noch über einen 3,5 mm Klinkestecker ein Audio-Headset anschließen. Ein Mikrofon ist ebenfalls integriert. Die sogenannten Sense-Controller orientieren sich stark am DualSense-Controller der PS5. Das bedeutet, du bekommst adaptive Trigger, haptisches Feedback und zusätzlich eine Berührungserkennung. Das System erkennt also, wo sich deine Finger befinden, auch wenn du keine Taste drückst. Die Controller selbst haben eine ringförmige Konstruktion, in der Infrarot-LEDs verbaut sind, damit sie vom Headset exakt im Raum verfolgt werden können. Zusätzlich sind Bewegungssensoren integriert, sodass jede kleine Bewegung erfasst wird. Ein jeweils fest verbauter Akku in jedem Controller sorgt für die Stromversorgung. Hier noch ein Punkt, der oft übersehen wird. Die PSVR 2 bietet auch haptisches Feedback im Headset selbst. Das bedeutet, du spürst Effekte nicht nur in den Händen, sondern auch am Kopf. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos war diese Unterstützung im Microsoft Flight Simulator 2024 nicht gegeben. Ich konnte keine Einstellungsmöglichkeiten dazu finden und das Headset gab kein Feedback. Vielleicht gibt es hier zu gegebener Zeit ein entsprechendes Update und es wird integriert. Als ergänzende Anmerkung sei noch erwähnt, dass die PSVR 2 über einen Adapter von Sony auch an den PC angeschlossen und vollständig integriert werden kann. Und das macht sie somit auch für den PC interessant. Genau diese Kombination aus Display, Tracking, Controllern und Feedback sorgt dafür, dass VR hier nicht nur ein Bild vor den Augen ist, sondern ein echtes Raumgefühl entsteht. Aber, und das ist wichtig für die Einordnung, all diese Technik hat auch Grenzen. Das Kabel beispielsweise kann als störend empfunden werden. Das Tracking ist nicht komplett unabhängig von der Umgebung. Und auch der Tragekomfort ist am Ende immer subjektiv. Genau deshalb ist die PSVR 2 kein Plug-and-Play-Gadget wie ein Controller. Sie ist ein System, das funktioniert, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Und es ist natürlich auch eine Investition. Wenn du komplett neu startest, brauchst du die PlayStation 5, den Microsoft Flight Simulator 2024 und die PSVR 2. Dazu kommt eine stabile Internetverbindung, da der Simulator große Teile der Welt in Echtzeit streamt. Wer dann noch mehr möchte, kann beispielsweise ein HOTAS-System nutzen. Hier ist die Auswahl auf PlayStation jedoch nach wie vor sehr überschaubar und im Grunde am gleichen Stand wie zur Release des Microsoft Flight Simulator 2024 im November 2025. Diesem Thema muss man aktuell noch Zeit geben. Eine häufige Frage ist auch, brauche ich PlayStation Plus? Und nein, du brauchst PS Plus nicht zwingend. Du kannst den Flight Simulator komplett ohne nutzen, inklusive VR. Freiflug, Karriere, Missionen, alles funktioniert ohne Abo. Relevant ist PS Plus nur dann, wenn du Multiplayer-Features nutzt und gemeinsam mit Freunden abheben möchtest. Für das eigentliche Single-VR-Erlebnis brauchst du es nicht. Zusätzlich ergänzt und in Verwendung mit meiner PSVR 2 habe ich die sogenannte Globular Cluster Mod CMP2. Hierbei handelt es sich um eine Modifikation mit zusätzlichen Elementen für das Headset, die den Tragekomfort nach meinem Empfinden nochmals deutlich erhöhen. Außerdem, die fest verbauten Akkus in den Controllern sind mit ca. 2,5 Stunden Laufzeit leider etwas knapp bemessen, wie ich finde. Hier nutze ich für mich eine Ladestation, die gleichzeitig meine Aufbewahrung für die PSVR 2 im Ganzen darstellt. Damit kann ich sicher gehen, dass die Akkus voll geladen sind, wenn ich sie zur Verwendung entnehme. Eine Lademöglichkeit für bis zu 2 DualSense-Controller habe ich ebenfalls und bin mit all den Ergänzungen bisher sehr zufrieden. Falls sich jemand genauer dafür interessiert, ich packe euch den Link zu den jeweiligen Artikeln hier unten in die Videobeschreibung. Viele stellen sich die Frage, ist die PS5 Pro für VR die bessere Wahl? Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist optimiert für PS5 Pro. Grundsätzlich gilt, die PS5 Pro bietet mehr Grafikleistung, modernere Upscaling-Technologien und angegeben ist auf der offiziellen Seite ein verbesserter Performance-Modus, wodurch die Spielwelt bis zum Horizont im Detail erscheint. Außerdem optimierte Konsolen-Performance, wodurch eine höhere und stabilere Bildfrequenz für geschmeidiges Gameplay erreicht werden soll. Und erweitertes Raytracing mit Unterstützung für Raumbeleuchtung, Umgebungsverdeckung und Reflexionen. Das könnte gerade im VR-Bereich helfen, stabilere Bildraten oder bessere Bildqualität zu erreichen.
Die entscheidende Frage ist aber, wird der Flight Simulator das aktiv auch in VR nutzen? Neben meiner PS5 Pro haben wir 2 weitere normale PS5 im Haushalt und meine gewonnenen Eindrücke schildere ich euch gleich. All diese Technologien zeigen eines ganz deutlich. VR im Flight Simulator auf Konsole ist möglich, aber nur mit Kompromissen. Wir sprechen hier nicht von nativer High-End-PC-VR-Leistung. Wir sprechen von einem System, das mit cleveren Tricks arbeitet, um ein möglichst immersives Erlebnis zu erzeugen. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Erwartungen richtig einzuordnen. Denn wenn du weißt, was dich erwartet, kann das Ganze ein Erlebnis sein. Wenn du aber glaubst, dass du hier die volle VR-Erfahrung bekommst, dann wirst du aktuell enttäuscht. Meine bisher gemachten Erfahrungen zeigen eines ganz deutlich. Das System kommt mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 an die Grenzen dessen, was man als verträgliche VR-Erfahrung bezeichnen kann und schießt hin und wieder darüber hinaus. Ich blende euch hier einmal meine hinterlegten Einstellungen des linken Sticks am VR2 Sense Controller ein. Diese habe ich dem DualSense Controller gleichgesetzt und komme damit gut klar. Die Steuerung ist mit der Anpassung von Empfindlichkeit und Todzone angenehmer, da sie weniger hektisch ist als in der Standardeinstellung. Falls ihr das ähnlich wahrnehmt, könnt ihr euch gerne an meinen Einstellungen orientieren. Die VR-Einstellungen selbst habe ich auf Standard gelassen. Man könnte hier noch erhöhen und ich habe damit ausgiebig herumexperimentiert. Verbessert hat sich mein Eindruck dadurch nicht. Ich kann euch hier natürlich auch lediglich und ausschließlich meine persönlichen Erfahrungen schildern und möchte euch weder die Vorfreude nehmen, noch ansonsten die gute VR-Laune verderben. Aber ganz ehrlich, während der Beta war für mich der VR-Modus mit PSVR 2 im Microsoft Flight Simulator 2024 in großen Teilen am Rande dessen, was man als gut fliegbar beschreiben kann. Und diese Erfahrung ist nun nach Release unverändert. Das Foveated Rendering, also die Technik, bei der dein Auge nur in einem sehr kleinen Bereich wirklich scharf sieht, funktioniert für mich bisher leider nicht. Der Bereich, auf den ich direkt blicke, ist mir noch immer zu unscharf und das Schlimmste ist aber, ich nehme auch den noch schlechteren Bereich außen herum deutlich wahr. Im Cockpit mag das noch einigermaßen funktionieren. In der Ferne am Horizont, egal wo man hinblickt, totale Unschärfe und das geht dann so weit, dass, wenn ich im GA-Bereich unterwegs bin und einen kleinen Airport ansteuere, Schwierigkeiten habe, diesen im Anflug überhaupt zu lokalisieren. Vielleicht liegt es auch am Eye-Tracking, das eventuell noch nachgebessert werden muss. Viele Ecken, Kanten und Übergänge flimmern und der Gesamteindruck des Bildes ist sehr unruhig. Gerade bei Lichtverhältnissen am frühen Morgen oder am Abend, wenn die Sonne untergeht, fällt es noch extremer auf. Bei Regen und Gewitter ebenso. Themen wie Augen- und Kopfschmerzen sowie Motion Sickness sind bei mir dabei so ausgeprägt wie nie zuvor. Eventuell liegt es auch an der Frame Duplication, die verbessert werden muss. Ich kann es ehrlicherweise nicht final einschätzen. Aber Flugspaß, dauerhaft, kommt für mich mit der PSVR 2 aktuell nicht auf. Solange ich am Boden bin und damit wenig Bewegung in der Sache ist, bleibt es für mich erträglich. Gerade die Bedienung im Cockpit ist gut umgesetzt, die Controller geben Feedback und es fühlt sich gut an. Das Einzige, was in Sachen Controller hier noch etwas stört, ist, wenn man mit einem der beiden Sense-Controller etwas bedient und haptisches Feedback dadurch entsteht, dieses auch am anderen Controller wahrnehmbar ist, also an dem, der aktuell gar nicht genutzt wird. Aber das sind Kleinigkeiten, die sicherlich noch verbessert werden. Wenn man dann beispielsweise aus seinem Fluggerät aussteigt und herumläuft, gibt es erste Schwierigkeiten bei Drehbewegungen. Das Bild beginnt teils deutlich zu stottern. Sobald es dann losgeht und der eigentliche Flug beginnt, wird es für mich nach wenigen Minuten oftmals unerträglich. Aber, was mir aufgefallen ist, ich war an vielen Orten weltweit, die ich aus dem Simulator kenne, um einen bestmöglichen Eindruck zu bekommen. Es fühlt sich definitiv nicht überall gleich an. Während ich in Friedrichshafen beispielsweise die Umgebung beim Start als sehr unruhig wahrnehme, ist sie vom Airport in Genua aus startend erstaunlich ruhig. Dass es durch das ununterbrochene Streaming und die unterschiedlichen Live-Systeme zu Performance-Unterschiede kommt, ist klar. Aber wenn ich besagte Orte vom Traffic her vergleiche, dann sollte klar sein, wo eigentlich mehr los ist und die Performance stellt sich hier genau entgegengesetzt dar. Und so waren die Erfahrungen standortbezogen sehr unterschiedlich. New York beispielsweise lief besser als Lugano. Neuseeland war allgemein sehr okay.
Ich will damit nur andeuten, es kann auch damit zusammenhängen, in welcher Qualität und Umfang Daten seitens der Server bereitgestellt werden, zu genau dem Zeitpunkt, an dem du dich an deinem Ort befindest. Man kennt das ja aus dem Simulator bereits zu Genüge. Und eventuell ist dieser Punkt in VR einfach nur noch relevanter. Vor allem dann, wenn die Hardware am Anschlag dessen ist, was sie schaffen kann. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich mit VR generell ein Problem habe. Fliege ich mit PSVR 2 beispielsweise in Aces of Thunder oder auch in No Man's Sky, habe ich diese Erfahrungen nicht. Und auch am PC bin ich in VR unterwegs, beispielsweise mit der PSVR 2 und das ist großartig, im Microsoft Flight Simulator 2024. Jetzt könnte man freilich sagen, naja, der Simulator ist ja da auch nicht wirklich vergleichbar. In allen Belangen, was Größe der Welt, Komplexität und so weiter angeht, ist das eine ganz andere Liga. Richtig. Allerdings rechtfertigt das für mich nicht das aktuelle Flugerlebnis. Im Moment wird das häufig in Videos angebracht, damit relativiert und da bin ich ganz klar anderer Meinung. Selbstverständlich geht ein Kanal, der ausschließlich VR-Inhalte bringt, anders mit dem Thema um. Je cooler, besser, ja nahezu sensationeller das Erlebnis dargestellt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Folgevideos von Zuschauern wahrgenommen werden. Ich nehme das wirklich niemanden übel, aber es muss doch klar sein, dass jemand, der sich dafür interessiert und sich die Videos ansieht, eventuell mit dem Gedanken spielt, sich das alles zu holen und vielleicht sogar bei Null anfängt. Dieser Verantwortung sind sich manche eben bewusster als andere, um es einmal etwas abgeschwächt zu formulieren. Meine Kernerfahrungen mit PSVR 2 im Microsoft Flight Simulator 2024 habe ich auf PlayStation Pro gesammelt. Trotz der hier aktuell geschilderten Erkenntnisse habe ich das Ganze, neugierig wie ich bin, auch auf der normalen PS5 getestet. Ob das jetzt eine gute Nachricht ist, dass die Erfahrung dort zumindest nicht deutlich schlechter war, kann sich jeder selbst beantworten. Das Erlebnis ist aktuell ziemlich identisch und lässt Spielraum für Spekulationen, ob auf der Pro eventuell doch noch mehr möglich ist mit entsprechenden Optimierungen. Für wen lohnt sich das Ganze also denn jetzt? Die PSVR 2 im Microsoft Flight Simulator 2024 ist kein Feature für jeden. Aktuell kann ich nach meinen Erfahrungen definitiv nicht dazu raten, hier voll einzusteigen und bei Null anzufangen. Also sich jetzt nur deshalb eine PS5, PSVR 2 und den Simulator zu holen. Wer alles zu Hause und Interesse daran hat, der muss es ausprobieren, keine Frage. Und wer an VR allgemein Interesse hat und es nicht ausschließlich an den Microsoft Flight Simulator 2024 knüpft, für den ist Sonys VR-Lösung auf jeden Fall eine valide Option. Ich möchte ganz bestimmt nicht der PSVR 2 Partycrasher sein und es bleibt die Hoffnung, dass durch kommende Optimierungen nachgelegt wird. Hier sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, die einfach realistisch einzuordnen ist. Es ist eine herausragende Leistung, den Microsoft Flight Simulator 2024 auf einer Konsole in VR zu ermöglichen. Inwieweit die Entwickler hier noch über Updates an Stellschrauben der Software drehen können, bleibt abzuwarten. Die dafür vorhandene Hardware ist jedenfalls am Anschlag dessen, was sie leisten kann. Es kann auch gut sein, dass es zu Verbesserungen kommt, wenn man beispielsweise Fluggeräte herunterladen und fest installieren könnte. Im Moment wird auf PlayStation entgegen der Installationsmöglichkeiten auf Xbox und PC nach wie vor alles gestreamt. Ich bleibe am Thema dran und halte dich auf dem Laufenden, wie die Entwicklung voranschreitet. Für Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du keine der kommenden Videos auf Andiana TV verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke.